Meine Damen und Herren, aus dem Studio der Lately Show in Berlin, das sind die Lately News. Alles andere da draußen sind nur Fake News. Fangen wir an mit den Nachrichten aus dem Inland. Berlin. Früher war Shoppen gehen ein beliebter Begriff dafür, in der echten Welt in echte Geschäfte einkaufen zu gehen. Und gerade Spandauer sagen heute immer noch gerne, dass sie in der City einkaufen gehen wollen, wenn sie vorhaben, Spandau zu verlassen, um woanders mal zu shoppen. Wie zum Beispiel in der berühmten Einkaufsstraße in Charlottenburg, der Wilmersdorfer Straße. Jedoch bedeutet Shoppen gehen heute vor allem nur noch online einzukaufen. Weswegen auch Peek & Cloppenburg beschlossen hat, seine Filiale in der Wilmersdorfer Straße zu schließen. Und genau deswegen regen sich im Moment sehr viele Menschen auf, da sie diese Nachricht vollkommen überraschend getroffen hat. Denn für viele Omas im nahegelegenen Altersheim war die Peek & Cloppenburg Filiale ihr erster Ansprechpartner bei allen modischen Fragen. Aber keine Sorge, die Damen aus dem Altersheim Schattige Pinie haben mittlerweile den ein oder anderen Klosterfrau Melissengeist extra bekommen, um die Schließung zu überstehen. Zudem haben sich mehrere Enkel bereit erklärt, auf den Smartphones der Omas Online-Shops zu installieren. Und nein, Tante Erna, ich installiere dir nicht dieses Tinder auf deinem Telefon. Wofür brauchst du das denn überhaupt? Für schnellen, namenlosen Sex habt ihr doch immer noch eure Bingo-Sonntage in der Kirche, oder? Köln. Wie wichtig es ist, bei einer Straftat Beweise zu suchen und zu sichern, zeigt sich immer wieder an Gerichten. Leider momentan nur nicht bei den Gerichten in Köln. Denn dort kommt es seit Monaten immer wieder zu peinlichen Verwechslungen von Beweisen aus der Asservatenkammer der Kölner Polizei. So wurden bei einer Verhandlung über ein Drogendelikt den Richtern Beweise für einen vollkommen anderen Fall vorgelegt, die daraufhin den Drogendealer nicht wegen Drogenhandels, sondern wegen Steuerbetruges im Zuge der Cum-Ex-Geschäfte verdonnerten. Und wie nun die Kölner Polizei mitteilte, wird es weitere Monate dauern, bis in der Asservatenkammer wieder Ordnung herrscht. Denn um dies zu schaffen, hat die Kölner Stadtregierung vor, alle Mitarbeiter der Asservatenkammer auf mehrere spezielle Schulungen zu schicken, damit so ein Chaos nie wieder passiert. Oder frühestens erst beim nächsten Bürgermeister. Und was vielleicht erst einmal teuer klingt, ist aber nichts anderes als ein Treffen der Mitarbeiter in der Cafeteria, sodass alle auf einem von einem kolumbianischen Drogenlord sichergestellten 120 Zoll Plasmafernseher sich die Videos von Marie Kondo anschauen werden. Während der Cum-Ex-Banker lebenslang in Haft gehen musste. Nicht, weil ihm die Beweise der kleineren Drogendelikte untergejubelt wurden, sondern hey, der hat es einfach nicht anders verdient. Kommen wir nun zu den Nachrichten aus dem Ausland. Salt Lake City. Bei uns ist die Polizei immer ein Freund und Helfer. Anders sieht es in den Vereinigten Staaten aus. Denn dort müssen Polizisten immer mehr Auflagen bekommen, um nicht noch mehr Mist zu bauen. Sei es ein Bitte nicht erschießen und dann Fragen stellen oder nicht jeder Schwarze ist ein Gangster, nimm jeden in der Wall Street als Beispiel. Jedoch gibt es in Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah scheinbar noch einige andere Probleme bei ihren Polizeibeamten. Denn dort gibt es seit neuestem eine Verhaltensrichtlinie, die es Polizisten bei der Arbeit verbietet, unter anderem nicht mehr in Polizeifahrzeugen zu masturbieren und oder sich gegenseitig dabei zu texten. Immer sinnvoll, so etwas auch mal schriftlich zu fixieren, könnte bei der Berliner Polizeiakademie auch sinnvoll sein. Jedoch erklärt sich dadurch auch, warum es in den letzten Jahren in Salt Lake City zu so wenigen Verhaftungen kam, gerade wenn Tatverdächtige flüchteten. Denn mit heruntergelassener Hose kann man aus eigener Erfahrung diese nur schwer einholen. Auch erklärt dieses Masturbieren im Dienstverbot die Änderung des Slogans der Polizei in Salt Lake City von Die Polizei, dein Freund und Helfer in Die Polizei, dein Freund und Hallo, na, du bist aber eine heiße Zuckerschnecke. Kuru auf Guyana. Immer wieder kann es vorkommen, dass, wenn man in seinem Auto sitzt und losfahren will, man nicht mitbekommt, dass anstatt des Rückwärtsganges noch der Vorwärtsgang drin war und man dadurch vorne gegen einen Baum fährt. Zwar ist das meistens nur ein Blechschaden, aber auch ärgerlich. Noch ärgerlicher ist es, wenn das bei einer unbemannten Rakete passiert. Genau dies geschah, als eine europäische Vega-Rakete der ESA in Französisch-Guyana zwar gestartet war, aber keine 2 Minuten später ins Meer stürzte, mitsamt eines 100 Millionen Euro teuren Kommunikationssatelliten. Der verantwortliche Ingenieur für das Steuern der Rakete nach dem Start, Jeff Bezos, meinte in einem Interview, ja, das war leider wieder einmal ein technischer Fehler bei der ESA. Wie so oft bei uns.
Leider sind wir gar kein guter Partner bei so etwas, nicht wie zum Beispiel Blue Origin vom gut aussehenden Jeff Bezos. Und wir sind sogar noch viel teurer als die. Ein seltsamer Hinweis am Ende von einem verantwortlichen ESA-Mitarbeiter, dessen Bart echt komisch gewachsen ist. Aber ist es nicht etwas zu viel Werbung für Blue Origin, gerade als ESA-Mitarbeiter? Vermutlich ist es alles nur ein komischer Zufall und hat nichts mit Blue Origin und dem Absturz der Vega-Rakete zu tun. Noch zum Abschluss das Fake News Medium der Woche. Ist dieses Mal eindeutig das Bote-Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Bote-Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Ich war jahrelang auf hoher See aktiv. Jedoch aus juristischen Gründen darf ich mich aktuell nicht dazu äußern, wie, wann, wo, weshalb, wieso, weswegen oder worauf ich was in der Karibik gemacht habe. Das müssen momentan noch einige Seegerichte klären, denn scheinbar ist Piraterie heutzutage Bote verboten. Nur so viel, ich kenne mich recht gut aus mit dem Erlangen von Gütern, die jetzt aktuell noch in einem anderen Eigentumsverhältnis sind. Und mit Meutern, Brandschatzen und dem Versklaven ganzer Kreuzfahrtschiff-Passagiere. Aber waren wir nicht alle einmal jung? Umso interessanter war es für mich, als ich nach der letzten Verhandlung aus dem Fischgericht rauskam und dort das achtlos auf den Boden geworfene Bote-Magazin fand. Okay, es war nicht achtlos auf den Boden geworfen, ich habe es geklaut. Aber beim Klabautermann, was ist das Magazin scheiße? Deshalb sei gewarnt, Bote-Magazin, die dunkelgelbe Lady Fake News Karte an dich und du stehst ab sofort unter unserer Beobachtung. Das waren die Lately News, wir sind wieder am Dienstag. Und nicht vergessen, alles andere draußen sind nur Fake News.